Das, womit ihr euch beschäftigt, ist Auftreten. Und das kommt bei den meisten so zwischen Zahnarzt und Spinnenphobie und sonstigen Ängsten. Ja? So in diese Richtung. Ja? Wichtig ist die Aufmerksamkeit, die man hier bekommen muss. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel mal einen blauen Anzug an, ich hätte einen schwarz oder beige Anzug, bei den Notfall habe ich das hier noch auf. Ja. Mein Werdegang, ich war 14 Jahre Sacre Coeur, ganz klasse. Also ich habe wirklich alles mitgemacht, was ihr auch mitgemacht habt. Ich habe da drüben angefangen im Kindergarten, ich war in der Volksschule, ich war im Gymnasium, habe dann ganz klassisch Betriebswirtschaft studiert, Kommunikation in Hongkong, weil mein Vater aus Hongkong kommt. Naja, ein bisschen die Familie, wo komme ich überhaupt her, auch noch erforschen und bin seit 3,5 Jahren bei einem Juwelier in Graz und verkaufe dort Uhrenschmuck, wo es auch dann natürlich zu dem kommt, wie bewerbe ich mich, wie präsentiere ich, wie verkaufe ich, dazu komme ich natürlich auch. Ja. Ich möchte viel angehen, wo ihr etwas mitnehmen könnt. Das heißt, ich möchte das sehr praktisch machen. Ich habe es schon sehr viel beim Professor Sammer gemacht, aber ich möchte, dass ihr etwas mitnehmen könnt. Und die größte Angst ist für die meisten Leute eben hier vorne zu stehen. Ja. Also Aufmerksamkeit, Körpersprache ist wichtig. Ja. Körpersprache betrifft aber auch das, was ich eben anhabe. Es betrifft vor allem auch die Stimme. Ja. Der größte Grund und das größte Problem, das habe ich ein bisschen mitbekommen, ist manchmal, wenn man hier vorne steht, man ist seine eigene Stimme nicht gewohnt. Ja, man unterhaltet sich zwar mit den Leuten, ja, sitzt der Nachbar nebenher, aber das geht nicht über einen gewissen Geräuschpegel. Das heißt, um effektiver, besser auftreten zu können, müsst ihr gewohnt werden, eure Stimme lauter zu hören, als ihr es normalerweise täglich macht. Ja? Das ist, wie ich herausgefunden habe, bei allen Präsentationen das Allerwichtigste. Ja? Körper, Stimme, eine Frage natürlich, was ich sage, ist eine wichtige Sache. Ja. Jetzt muss ich natürlich auch meine Zielgruppe kennen. Wenn ich jetzt hier bin, weiß ich, okay, ich sitze jetzt nicht vor lauter Bankern, sondern ich sitze vor Schülern. Ja. Was ist mein Ziel? Will ich euch unterhalten? Will ich euch informieren oder will ich euch über was oder von etwas überzeugen? Ich will euch im Moment nichts verkaufen, sage ich mal. Ich überzeuge euch damit, dass ich hier stehe, aber ich möchte helfen. Das ist der Plan. Ja? Weil ich war genau da, wo ihr wart und habe dann herausgefunden, bei gewissen Dingen, nein, wäre gescheit gewesen, das früher gewusst zu haben. Egal, ob ich bewerbe oder die Präsentation halten muss oder ob ich irgendwas verkaufen will. Ja. Geht Beispiel von meiner Universität früher. Ich habe auch Präsentationstraining gehabt und habe eine Präsentation halten müssen, um Leute zu überzeugen. Und das ist das, was ihr sehr oft brauchen werdet. Ja? Also informieren natürlich, das ist so, wenn ihr ein Referat haltet. Ihr dürft übrigens auch mitschreiben, das wollte ich noch kurz sagen. Bitte schreibt es mit. Wenn euch eine Frage habt, könnt ihr mir dann nachher stellen. Oder wenn euch vielleicht etwas auffällt, ihr könnt es noch danach auf Internet da lassen, dann kann ich das Ganze auch noch schicken. Ja? Es ist nämlich schwierig, gleichzeitig immer schreiben und dann aufzupassen, was der davon ist. Ja. Also ich habe eine Präsentation halten müssen, um mein Publikum, sozusagen meine Klassenkollegen zu überzeugen. Von was? Ich habe mir ein Thema aussuchen müssen. Es hat geheißen, the impossible is possible. Das heißt, das Unmögliche ist möglich. Jetzt versuche ich mal jemanden zu überzeugen, was nicht möglich ist. Ich habe Ihnen ein paar Bilder gezeigt, von einer Mondlandschaft, von einer Stadt unter Wasser, also Atlantis oder sowas, ja, und habe gefragt, ich habe voll grüne und rote Karten ausgeteilt, wer glaubt, dass das möglich ist in 10, 20 Jahren? Natürlich alles rot. Glaubt mir kein Mensch, oder nicht? Ich glaube es nicht. Jetzt habe ich zufällig ein Buch gefunden in der Bibliothek, das hat geheißen How to Persuade People Who Do Not Want to Be Persuaded. Also, wie kann ich Leute überzeugen, die nicht überzeugt werden wollen? Ich habe keinen Zaubertricks hergezeigt, habe dann am Schluss noch gezeigt ein Foto, World Trade Center, Neil Armstrong am Mond. War das möglich oder haben die Leute vorher auch gedacht, das ist nicht möglich? War nicht möglich. Fliegen war nicht möglich. Ja? Und habe dann
natürlich mehr grüne Karte gehabt. Das war für mich ein Indikator, okay, ich habe zeigen können, ich habe sie überzeugt. Das werdet ihr aber auch jeden Tag brauchen. Ja? Das ist eine Sache, die komme ich dann eh noch, und da geht es ums Verkaufen. Da komme ich dann auch mal ein bisschen dazu, das werdet ihr brauchen. Ja? Aber ich möchte es ein bisschen weitergehen, nämlich das, was ihr aktiv verwenden könnt. In der Schule war ich ja auch, und ich habe mich nicht getraut, wirklich so zu stehen und so zu reden, hier vor euch oder vor Schülern oder vor meiner Klasse. Also ich bin so gestanden auch, ja, mein Zettel, und das ist das Einzige, was man zu mitgehört hat. Ja. Ich habe einmal den Körpersprache-Kurs gemacht, aber ein Referat habe ich dann doch mehr sagen müssen, als ich wollte, weil das ist nonverbale Kommunikation. Der Punkt ist, ich habe lange Jahre auf Turnier getanzt. Und das ist für mich, meiner Meinung nach, für mich die Essenz gewesen. Wie kann ich mit Leuten, wie kann ich sie präsentieren, nicht mal um reden zu müssen. Und das Gleiche möchte ich euch jetzt ein bisschen mitgeben. Ja. Bei einem Turnier, ja, es ist egal welcher Sport. Ja, auch beim Tanzen ist es, ich darf mich schön anziehen, ich muss mich schön anziehen. Ich habe eine Dame vor mir im Standard oder Latein tanzen, aber ich muss genauso trainieren. Ich muss diese Kommunikation trainieren, ohne überhaupt ein Wort, dass ein Wort fehlt. Ja? Das heißt, das, was ich gemacht habe, wenn ich in den Club gegangen bin, ich habe mal eine Stunde gehen müssen, bevor ich überhaupt was anderes anfangen habe dürfen von meinem Trainer aus. Und das Gleiche möchte ich euch jetzt auch sagen. Schaut, dass euer Kind, wenn ihr präsentiert, da habt ihr alles schon gehört, ich wiederhole vielleicht gewisse Dinge, über dem Horizont bleibt. Das ist immer ein wichtiger Punkt. Das sind oft 1-2 Zentimeter, die das ausmachen, ob ihr überzeugen könnt, ob ihr jetzt verkaufen könnt, ob ihr gut ankommt bei einer anderen Person oder nicht. Ja? Dazu mal kurz auf meinen Post hier, ob ich jetzt hier leicht fallen lasse. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Oder das macht. Seht ihr das? Ja? Das sind 2 cm vielleicht. Das macht es aber schon aus. Wie kann ich das üben? Indem ich es jeden Tag übe auf der Straße. Also man kann jetzt arrogant ein bisschen rüberkommen, auch das Bild sagt, ja, die lockerer. Aber der Punkt ist der, wenn ihr jeden Tag auf der Straße geht, das geübt, werdet ihr hier drinnen auch besser präsentieren. Jetzt kann man sagen, man hat seine Hand eingesteckt, er hat jetzt was zu verheimlichen. Jetzt darf man natürlich nicht alles hineininterpretieren, was eine Person macht. Ja, kann auch gewisse Dinge bewusst machen. Das heißt, das nächste, was ich euch sagen will, oft haben die Leute Probleme mit der Hand, mit den Händen. Was mache ich mit den Händen? Ich habe nichts in der Hand. Ja? Das ist gar nicht so schwer, weil ich muss sie laufen lassen. Ich kann schon bewusst Akzente setzen, das kann ich machen. Ich kann sagen, 1 Stück, 2 Stück, 3 Stück, das kann ich alles machen, aber der Rest kommt von allein. Und das ist das. Ich brauche nicht immer einen Stift, ich brauche nicht immer einen Zettel in der Hand. Das ist so ein bisschen ein Riesentrugschluss. Ja? Je besser ihr seid, ohne irgendwelche zusätzlichen Gadgets, ohne PowerPoint, ohne einen Stift in der Hand oder einen Zettel, desto besser und desto leichter tut es euch. Ich war bei einer Konferenz 2010, die heißt Zukunftskonferenz, Wien Quadrat in Eisenstadt, im Schloss Esterhazy. Und dort waren 200 Leute eingeladen. Da hat der von Western Union gefragt, die Firma, ja, wer möchte am Schluss präsentieren? Ich wollte eigentlich nicht wirklich, ich war damals noch nicht so ein großer Fan, wo ich sage, okay, ich mal kurz sage, eine andere Sau rein. Ja. Und ich dachte, okay, ich mach's, aber nur mit der Dame. War die einzige Dame. Ja. Das Problem war, es waren 200 Leute da und wir waren die 12. von 13 Gruppen. Was muss ich machen? Die sind ja jetzt schon eingeschlafen. Das interessiert den ja auch überhaupt nicht, was ich sage. Man kann sich 3 Tage lang vorbereitet haben. Ja. Ich habe ihn natürlich in die Mitte gestellt. Und das ist das, was ihr auch tun solltet. Vergesst das Podium. Es ist oft irgendwo ein Podium, wenn irgendwo steht. Ja, auch wenn ihr in einer Firma seid oder bei einer großen Konferenz. Ich sage jetzt nur von meiner Seite. Schaut, wenn es sich vermeiden lasst, ja, vielleicht kriegt ihr ein Headset, das ist ja das Gescheiteste, dass ihr nicht beim Podium steht. Die Hälfte der Leute klammern sich fest vor Angst. Ja, den sehe ich auch nicht, der kann sich nicht bewegen. Ja. Das heißt, schaut, dass ihr wirklich öffentlich
Die Front darf frei sein. Ihr müsst das gewohnt werden, vor Leuten zu sprechen. Ich kann euch sagen, das ist eines der wichtigsten Fähigkeiten, die ihr für nachher braucht. Wie gesagt, ihr seid im richtigen Kurs. Ja? Der Professor Sammer macht das jahrelang. Es ist, glaube ich, ein Wahlfach. Aber mittlerweile nicht nur, das ist ein Pflichtwahlfach, kannst du sagen. Ja? Ja, also wie gesagt, das ist absolut essentiell. Ja? Das heißt, in die Mitte stellen, Leute wirklich fokussieren. Ja. Das ist 2 Sekunden, eigentlich nicht einmal, wo man vielleicht jemanden anspricht und ich habe die Aufmerksamkeit oder es wird unangenehm. Oder? Und diesen Kram kontrollieren zu können, das ist ein Unterschied. Ja? Ob ich jetzt nicht hier hinstelle, ja, aber da drüben kommuniziere, ist ein Unterschied. Ob ich jetzt hier 2 Sekunden länger hinschaue, kann jeden nervös machen, aber ich kann auch damit absichtlich kommunizieren. Ja? Wenn ich das kann, dann kann ich auch ein Bewerbungsgespräch, ich will nicht sagen, über Schwächen hinwegtäuschen, das soll man nicht. Authentisch bleiben wie möglich, aber es hilft absolut. Ja, bei jedem Kennenlernen, bei der Uni, bei der Arbeit. Das ist jetzt der körperliche Aspekt. Ja? Ich möchte etwas zeigen, was mir mein Professor in Hongkong, also ich habe in Hongkong Kommunikation auch studiert, in Public Relations. Er hat gesagt, ganz simpel. Wie kannst du deine Präsentation verbessern vor der eigentlichen Präsentation? Ja? Die verschließen mich jetzt nicht. Sondern was fällt dir auf? Hongkong. Oder? Hongkong. Was noch? Sehr gut. Ich mache mich jetzt bewusst vorher größer. Das ist keine schwere Übung. Weil viele von euch, die stehen ja jetzt nicht, sondern die sitzen. Jetzt kann ich nicht mit dem Unterricht aufstehen, habe eine Präsentation zu halten und tob mich einmal aus. Das heißt, wenn ich sitze, kann ich bewusst mich auf das Ganze einstellen. Das ist diese Psychologie dahinter. Ich muss meinen Körper, meinen Geist schon mal auf das Ganze hintrimmen, dass ich präsent bin und da bin. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Ja? Auch wenn ich ganz hinten sitze, spielt keine Rolle. Es reicht auch, wenn ich das mache, das ist ja auch in Ordnung. Wenn ich ganz hinten sitze, sieht es ja auch keiner aus. Ich verstehe dann hinter mir die Sicht. Aber ich gehe jetzt von außen nach innen. Ja? Das heißt, wenn die Möglichkeit besteht, dass ich das so machen kann, natürlich umso besser. Ja? So groß machen wie möglich heraus, diese paar Zentimeter, die ich gerade vorher gezeigt habe. Ja? Jetzt möchte ich ein bisschen auf diese Psychologie eingehen, auf den Geist, weil das ist das Allerwichtigste eigentlich, weil der Körper steuert den Geist, natürlich wenn der Körper nicht fit genug ist, hat das schon eine Wechselwirkung, aber der Punkt ist der, ich sage jetzt mal draußen zu sagen, 90% der Leute kann man mal fragen auf der Straße, wenn man fragt, okay, haltest du lieber eine Präsentation vor 100 Leuten oder stellst du dich dieser und dieser Aufgabe, dann wird sicher dieser Wille, jetzt vor 100 Leuten zu sprechen, ziemlich an letzter Stelle stehen. Ja. Und wie ist es bei euch? Ist das bis jetzt ein Kurs, aber fühlt ihr euch sicher schon? Oder? Ja, nein? Also ihr werdet jetzt noch in das hineinkommen. Ja, zwischen einreden darf. Hast du dich sicher gefühlt, wie du die Kamera gesehen hast? Nein. Du hast gelächelt für uns. Und ich denke, ein bisschen ist das so mitgegangen mit, ui, wenn ich Pech habe, bin ich da draußen, oder? Ja, mit der Kamera. Also das, wie sicher fühle ich mich hier, wo du jetzt alle schon kennst, wenn nur ein bisschen was anderes ist, nämlich die Bedrohung durch die Kamera. Aber, entschuldige, ich habe kurz noch bitte. Es ist eigentlich ein guter Punkt. Wenn man gerne präsentiert, auch später, wird man nachher glücklich sein, wenn irgendwo eine Kamera aufgestellt ist. Ich habe es ja nicht zum Spaß für mich jetzt in diesem aufgestellt,
aber ihr werdet jetzt ein bisschen in die Richtung kommen, wo man dann beginnt, in die Kamera zu schauen. Vor allem, wenn ihr Überstunden macht, im Büro seid und der Chef sagt, du musst ein Video machen und ich gehe jetzt mal nach Hause und morgen hätte ich gerne das Video. Das heißt, man drückt auf den Knopf und präsentiert das Produkt selbst. So habe ich das recht oft machen müssen und dann sitzt man halt bis 10, 12 am Abend, drückt das Knopf und dann präsentiert man. Das heißt, man muss sich auch ein bisschen an das gewöhnen. Das kann man zu Hause auch. Ja, heute hat jeder Facebook, Instagram, inszeniert sich selber. Das ist in Ordnung, aber ihr müsst es auch in diesem anderen, ich sage jetzt mal professionellen Kontext schaffen. Ja? Ein wichtiger Punkt, den ich sagen wollte, ist, mit diesem geistigen Vorbereiten, nehmt diese Herausforderungen an. Nicht jeder nimmt Herausforderungen an, zu präsentieren. Ich habe mich vorher nicht getraut und habe mich immer freiwillig melden müssen, eigentlich wollte ich nicht und habe dann doch nicht freiwillig gemeldet. Ist mir passiert, wo ich in Hongkong war, eine Bekannte aus der Uni, von der Uni dort, hat mich gefragt und hat gesagt, du, wir haben ein Problem, wir brauchen einen Moderator, und zwar morgen. Ich sage, naja, das war 7 am Abend übrigens. Ich sage, ja, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt machen muss. Worum geht es denn? Ja, uns fehlt der Moderator, es kommen ca. 70 Leute, darunter der Präsident der Universität von 14.000 Studenten. Ja, und du hast weniger als 24 Stunden vorzubereiten. Ich bin dann natürlich überredet worden, natürlich, habe einen Freund angerufen mit Zeitverschiebung, also Hongkong, Graz, ca. 10 Stunden. Ich brauche einen Crashkurs im Event-Hosting. Habe ich vorher noch nie gemacht. Ich habe erst um 12 Uhr den Text bekommen, den man erst umschreiben musste, damit ich so sprechen kann. Ja? Das heißt, das ist auch ein Punkt, den ihr lernen müsst, einen Text, den ihr habt, ja, um sich vorzubereiten, so wie ich hier auch. Das ist übrigens Version 3. Ich habe 3 Versionen, mal 6 Seiten geschrieben, ja, um mich auf das vorzubereiten, obwohl ich jetzt sozusagen in meinem Bereich eigentlich sicher bin. Aber sonst könnte ich hier gar nicht vor euch so einfach sprechen. Ja. Und dieses Event, wie gesagt, um 12 Uhr habe ich den Text bekommen, bis 4 in der Früh umgeschrieben, bis 8 Uhr in der Früh eintrainiert, ein bisschen geschlafen, mein Hemd gerade einigermaßen noch so gebügelt. Das kann ich auch für die Herren empfehlen. Also egal welche Präsentation ihr macht, schaut es einigermaßen gebügelt ist. Ja. Ich bin dann dort um 7 Uhr gewesen, das war Gott sei Dank ein Erfolg. Ich war der Einzige, der von dem Präsidenten dieser Universität, also von unserer, seine Visitenkarte bekommen hat, ein Foto gemacht und gesagt, bitte sein Foto. Das ist jetzt ein Beispiel für das, worauf man selber abzielen kann und dass man die Herausforderungen annehmen soll, wenn sie sich präsentieren. Es klingt eine Herausforderung, aber ihr könnt dadurch nur besser werden. Es wird im Jobinterview dann so sein und es wird überall so sein. Das ist einmal die geistige Geschichte. Wenn es Fragen gibt, wie gesagt, schreibt es auf. Ich beantworte es dann gerne. So kurz zum Tanzen noch. Mein Trainer hat immer gesagt, das Turnier beginnt, wenn die Autotür aufgeht und es ist zu Ende, wenn die Tür zugeht. Das heißt, ihr seid vorher schon unter Beobachtung. Die meisten, ihr glaubt alle, wenn man jetzt ein Referat hat und man geht irgendwo hin, die Leute beobachten einen immer. Ihr habt mich auch beobachtet, wie ich hier gesessen bin, wie ich mit dem Professor Sammer gesprochen habe. Ihr habt die Kamera auch gesehen. Ihr habt ja schon eine Meinung gebildet von mir. Ja? Das heißt, das müsst ihr unbedingt auch mit bedenken.